Seit KI-Modelle wie GPT-3.5 wirklich in der Produktion eingesetzt werden, seit da wollen wir Benchmarks haben. Wir wollen KI-Modelle testen. Wir wollen testen, wie gut sind die in dieser Aufgabe und wie gut sind sie in der anderen. Doch das ist gar nicht so einfach. Es gibt wahnsinnig viele KI-Modelle und sie haben alle unterschiedliche Stärken. Und deswegen schauen wir uns heute an, wo liegen denn die Probleme bei solchen Benchmarks, die ja automatisch laufen sollen. Und wie können wir das Ganze vielleicht für uns nutzen? Wir werden dann natürlich noch einen Benchmark durchführen, und zwar basierend auf 6 Modellen, die ich aktuell als die wichtigsten oder mit die wichtigsten Modelle betrachte. Und ja, wir wollen dann tatsächlich die Ausgaben direkt miteinander vergleichen. Das ist allerdings was ich wahrscheinlich regelmäßig machen muss und nichts, was ich einmalig machen kann. Denn ja, im Endeffekt müsst ihr am Zahn der Zeit bleiben und ich natürlich auch, um zu wissen, welches Modell gerade für unsere Arbeit vielleicht das Beste ist. Und da gucken wir uns einmal ganz kurz die Modelle an, die wir gerade so haben. Wir haben wirklich viele Modelle. Die oberen 3 sind Closed Source. Das sind so die 3 großen Closed-Source-Modelle, die wir vielleicht auch kennen und die wir uns auch schon detailliert auf dem Kanal angeguckt haben. Wir haben einmal GPT-4o, das ist das große Modell, das ist das, was dann auch am Ende, ihr kennt die Demo vielleicht noch, wo derjenige einfach mit dem Handy Sachen gefilmt hat und dann wurde da direkt eine sehr menschlich klingende Sprache erzeugt als Antwort darauf. Es ist aber auch tatsächlich stärker als Experten in manchen Themen und es ist komplett Closed Source. Das heißt, wir können es natürlich nur auf OpenAIs Garantie hin benutzen, dass sie unsere Daten nicht anderweitig verwenden. Und im Grunde genommen für die kostenlose Version zum Beispiel, da sagen sie sogar relativ direkt, wir nutzen deine Daten für unser Training. Das ist nicht so toll, aber es gibt Alternativen. Es gibt zum Beispiel auch noch Claude 3. Das stärkste von den 3 Modellen in der Claude 3 Familie ist Opus und hat im Benchmark, und hier kommen wir wieder zu den Benchmarks, als erstes einen menschlichen Experten oder menschliche Experten, Plural, geschlagen in den Tests. Aber auch da ist natürlich immer die Frage, wie frage ich eigentlich? Frage ich menschliche Experten gleich wie die KI? Falls ja, wie oft darf ich nachfragen? Wie oft darf ich die Antwort verbessern und klarstellen, was ich eigentlich meine? Das Prompt ist ja das Entscheidendste, das wissen wir, bei solchen KI-Modellen. Und dann haben wir noch Gemini. Gemini ist von Google und die Ultra-Version ist theoretisch die größere, eigentlich leistungsfähigere Version, aber tatsächlich ist Ultra noch nicht in Version 1.5 verfügbar, während Pro 1.5 schon das zweite Update bekommen hat und dadurch einfach besser ist als Ultra, das eigentlich kleinere Modell. Der große Vorteil von Gemini hingegen ist, dass es ein gigantisches Kontextfenster hat. Google sagt, damit kann man quasi alle persönlichen Daten, die man irgendwie für eine Anfrage braucht, mit in das Modell reinstecken und dann eine Ausgabe bekommen. Und dort dann auch wirklich die Informationen extrahieren, die relevant ist. 1 Million Tokens oder sogar bald 2 Millionen Tokens, das ist das Versprechen. Und 2 Millionen Tokens entspricht mehreren Romanen, die ich da gleichzeitig reinballern kann. Die Frage ist natürlich, kann ich da dann auch wirklich die Informationen rausziehen? Dann haben wir aber auch noch die Open-Source-Modelle. Wir haben Mistral 822b, also 8 mal 22 Milliarden Parameter, die komplett offen sind, die ich einfach runterladen kann und bei mir auf der Maschine starten kann, wenn mein Rechner denn stark genug ist. Wir haben aber auch Llama 3, das ist in den verschiedensten Geschmacksrichtungen von 7 Milliarden Parametern, was easy auf meinem Rechner läuft, bis hin zu über 400 Milliarden Parametern, wofür ich definitiv eine Cloud brauche. Das existiert in all diesen Varianten. Und ja, das ist auch toll. Das kann ich als Firma bei mir zum Beispiel in der Cloud hosten, weil es ist open. Und wir haben noch so viele weitere. Wir haben Command R+, wir haben Wizard LM2, wir haben Qwen 2, wir haben Databricks DBRX und noch ein paar andere, um nur mal die neuesten Modelle zu nennen. Das sind alles gute Modelle. Das sind alles Modelle, die ich eigentlich testen möchte, aber wofür ich nie Zeit habe. Und hier kommen wir zu unserem heutigen Partner, der auch dieses Video hier komplett unterstützt hat und komplett auch dabei ist. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum ich mit denen zusammenarbeiten will. Denn das ist einmal hier die Möglichkeit, 6 Modelle mit ein und demselben Prompt gleichzeitig zu füttern. Ich kann also für euch GPT-4o
Claude 3 Opus, Gemini 1.5 Pro, Mixtral 822b, Llama 3 und Qwen 2 mit 72 Milliarden Parametern gleichzeitig testen. Ich kann das einstellen, das sind die 6 Modelle, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe. Aber an der Seite seht ihr, wir haben auch Mixtral 8x7b oder Mistral Medium. Ihr könnt euch wirklich aussuchen, welche Modelle ihr nutzen wollt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn das erleichtert mir die Aufgabe zu testen ungemein, aber euch wird das wahrscheinlich auch im Alltag für sehr komplexe Anfragen extrem helfen können. Denn lasst mich hier vielleicht ganz kurz illustrieren, was ich damit meine. Wenn wir die Ausgaben vergleichen von 6 Modellen gleichzeitig, dann kann ich mir ja hier aus allen 6 Modellen einfach die beste Ausgabe rausnehmen und die dann für meine Antwort verwenden. Und das ist spannend, denn wie wir schon gehört haben, ist eigentlich GPT-4o sehr, sehr gut in Konversation, hat aber in manchen Tests lustigerweise schlechter abgeschnitten als GPT-4 Turbo. Und ich kann hier bei der Anfrage zum Beispiel Turbo und 4o benutzen und einfach gucken, welche Antwort gefällt mir besser. Ich kann Claude 3 Opus benutzen, was in meinem Test sehr gut sogar mit Codebasis zurechtgekommen ist. Ich kann aber auch Gemini 1.5 Pro benutzen, was ein besonders großes Kontextfenster hat. Da sind wirklich die neuesten Modelle drin, die ich persönlich auch immer testen möchte. Und soweit ich das von Ihnen gehört habe, sind das nicht die letzten Modelle, die in ChatHub einfließen werden. ChatHub plant tatsächlich immer wieder die neuesten Modelle für euch bereitzuhalten, was für mich bedeutet, ich kann einfach die Stärken von den jeweiligen Modellen für mich benutzen. Und das für einen Preis, der übrigens sogar günstiger ist als das, was ich bei OpenAI pro Monat zahle. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Also ich kann im Endeffekt auf alle Modelle zugreifen und zahle wirklich weniger, als ich bei Claude 3 an sich zahlen würde, kann aber gleichzeitig auch noch Gemini und Claude 3 und GPT-4 benutzen. Finde ich ziemlich geil. Also ich kann es euch tatsächlich nur wärmstens empfehlen, aber jetzt lasst uns mal reingucken, warum denn mit den Benchmarks so viele Probleme entstehen, zumindest für mich. Und hier fange ich mal an mit den wissenschaftlichen Benchmarks, die wir so finden, die wir auch immer in den Model Cards finden. Gemini zum Beispiel brüstet sich hier einfach mal mit Top-Performance. Und hier sehen wir schon das erste Problem. Wir haben eine ganze Reihe an Benchmarks. Also hier, es reicht nicht, wenn wir einen Benchmark haben, sondern es gibt wirklich, wirklich viele. Für Code gibt es zum Beispiel hier Natural to Code. Wird gleich noch wichtig. Wir haben aber auch für allgemein den MMLU-Test. Wir haben Mathe als Test. Wir haben Reasoning, also quasi, wie gut kann es argumentieren. GPQA. Wir haben Big Bench Hard. Wir haben mehrsprachigen Benchmark-Test. Wir haben 2 für Bilder, einen für Audio und einen für Video. Und das Problem ist halt, Gemini 1.5 Pro gibt es in der Februar-Version und in der Mai-Version 2 Varianten in einem Jahr. Und das ist nur Gemini 1.5 Pro. Da gibt es noch Flash, da gibt es noch Ultra, da gibt es noch 1.0 Pro. Und wir sehen, hier hat sich nicht nur ein bisschen was getan, hier haben sich 4 Prozentpunkte getan. 4% ist viel, wenn wir uns angucken, dass 4% mehr ist als 1.5 Flash zu 1.5 Pro oder 1.5 Flash sogar zu Ultra hin. Ja? Das Ultra-Modell ist das, wofür man eigentlich bezahlen muss immer. Das ist schon, 4% sind viel. Und hier sind es sogar noch mehr. Hier sind es fast 10%, die wir von 1.5 Pro aus dem Februar zu 1.5 Pro aus dem Mai bekommen. Diese Modelle entwickeln sich in ein und derselben Stufe, also sie heißen immer noch 1.5 Pro. Es ist nicht Version 2 oder sowas, entwickeln sich so drastisch nochmal weiter. Und das haben wir auch schon bei GPT-4 gesehen. Das initiale Modell von GPT-4 ist deutlich schlechter als Turbo und Turbo ist in vielen Benchmarks schlechter als 4o. Das macht es super schwer zu testen, da bin ich ehrlich. Und da dann einfach zu sagen, ja okay, ich vertraue dem Ganzen, obwohl wir hier zum Beispiel bei Math Vista fast 10% auseinander liegen, ist eine Vertrauenssache. Ich kann nicht alles testen. Noch schlimmer wird es, wenn wir Modelle untereinander vergleichen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Gemini mit Mixtral 822b vergleichen wollen. Wir sehen hier, ich habe jetzt hier mal nur uns für Coding einen Benchmark rausgesucht. Ja? Coding ist so ein Ding, das
noch nicht so lange in den Benchmarks drin ist, aber auch nicht einheitlich drin ist. Wir haben bei Command R eigentlich nichts, was wir vergleichen können. Hier die beiden Coding-Benchmarks, die existieren einfach nicht. Wir haben aber hier einen Human-E-Test und einen MBPP-Test, den wir mit Llama 2 70b haben. Der ist mit Command R oder R+ einfach noch nicht gemacht worden. Mit Mixtral haben wir diese Benchmarks allerdings natürlich, weil die haben das Ding hier angeboten für mich. Das Problem ist jetzt allerdings, Gemini nutzt einen komplett anderen Benchmark, Natural to Code. Und ich persönlich kann Natural to Code nicht vergleichen mit diesem Test hier, dem Human-E oder MBPP. Die Tests sind nicht vergleichbar für mich. Das wird nicht besser, wenn wir uns zum Beispiel dann in öffentliche Rankings reinbegeben. Das Hugging Face Ranking bezieht hier nicht nur einzelne Basismodelle mit ein, also Mixtral und Gemini und GPT-4o, das sind alles Basismodelle. Naja, man kann ja solche Open-Source-Modelle auch nochmal auf seiner eigenen Maschine oder seinem eigenen Cluster fein trainieren. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel wirklich ein Open-Source-Modell nehmen und nur mit Python-Code fein trainieren. Und dann bekomme ich sowas hier zum Beispiel raus. Modelle, von denen ich noch nie gehört habe. Also Rea kennt man vielleicht, aber diese Version hier, die kennt man vielleicht nicht. Und diese Version soll ich dann irgendwie benchmarken, habe aber nur diese Zahlen hier hinten dran, nach denen dann auch optimiert wird. Das Problem ist ja, diese Benchmarks fließen teilweise natürlich auch in das Training mit rein. Und das macht es sehr, sehr viel schwerer für mich zum Testen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Ich nehme jetzt einfach mal hier den GPQA-Test. Das ist der Graduate Level Q&A-Test, also Question and Answers Test. Und eine Frage sieht so aus. Subject Biology Question: Which of the following is a function of the ribosome in a cell? A. DNA replication, B. Protein synthesis, C. Energy production or D. Lipid Metabolism. So, das ist eine Frage, die man beantworten kann, wenn man einigermaßen in der Schule aufgepasst hat. Aber sie ist auf Englisch, das heißt, sie testet schon mal nicht das deutsche Wissen und die Benchmarks sind natürlich öffentlich. Das bedeutet, wenn ich ein Modell trainiere oder gar fein trainiere, dann kann ich ja einfach so die Benchmark-Frage benutzen und in meine Trainingsdaten einfließen lassen. Und deswegen ist es natürlich nur so ein bisschen funktional, wenn ich genau solche Benchmarks wiederhole und wiederhole und wiederhole. Und deswegen wollen wir heute genau das mit ChatHub machen. Wir wollen, wie gesagt, diese 6 Modelle gleichzeitig mit demselben Prompt testen und dann einfach entscheiden, welches ist eigentlich wofür am besten. Und ich bin gespannt, ob wir wirklich einen klaren Sieger für alles bekommen oder ob wir da vielleicht immer mal wieder ein anderes Modell haben. So. Ihr seht übrigens mein neues Setup hier, das ist mehr oder weniger live. Das ist so eine Art, also es ist nicht live, aber ich schneide das im Nachgang natürlich noch ein bisschen, aber nicht so viel, wie ich das sonst gemacht habe, damit ihr auch in diesem Fall sehen könnt, wie lange die jeweiligen Modelle dran sind, wie lange die jeweils da dran sind, bis sie eine Anfrage bearbeitet haben. Und in unserem Fall ist jetzt das erste das hier, also ein relativ einfaches Prompt. Wir haben einen Assembly-Entwickler und einen Programmierer, der was drauf hat. Und mach mal bitte hier eine Dokumentation von meinem Assembly-Code. So, den Assembly-Code, den packe ich direkt hier hinten rein und ich sende das jetzt einfach an jedes einzelne Modell. So, und wir sehen, dass hier Llama 3 zum Beispiel schon mal das langsamste ist. Aber wir sehen hier auch tatsächlich eine Ausgabe von allen 6 Modellen. GPT-4o ist, glaube ich, schon fast fertig. Nee, ist es nicht. Hier, das sind die ersten Modelle, die tatsächlich fertig waren. Also Mixtral und Qwen sind fertig. Die anderen schreiben gerade noch so ein bisschen. Dann seht ihr auch mal, wie lange die jeweils brauchen in unserem Benchmark. So. Okay, ich glaube, wir haben die meisten fertig. Claude 3 Opus ist immer noch am Schreiben. GPT-4o ist auch noch am Schreiben. Die anderen sind eigentlich soweit durch. Und wir gucken uns mal die Ausgabe jeweils an.
Claude 3, ich habe übrigens ein bisschen rausgeschnitten, Claude 3 ist immer noch am Schreiben. Ich werde dazu mal hier in die große Ansicht wechseln und ja, ich weiß, dass ich dann über Qwen stehe, das schauen wir uns dann einfach später an. Wir haben einmal hier die Ausgabe von Mixtral, mit der fange ich jetzt mal an. Es erkennt die Funktionalität korrekt, das heißt, was dieser Assembly-Code eigentlich tut. Wenn es nicht funktioniert, dann printet es auch mehr und es sagt auch richtig, was es eigentlich überhaupt macht. Es bricht mir auch den logischen Fluss meines Assembly-Programms einigermaßen runter. Es ist ein bisschen überkompliziert, aber das soll es ja auch sein. Bei einem Logikfluss soll man auch wirklich die Details von dem ganzen Programm verstehen. Das ist sinnvoll und dass es das sofort erkennt, das haben wir auch schon mal getestet, aber das ist auch sehr, sehr gut. Hier ist dann meine annotierte Variante, das heißt, das ist mein Code. Ich kann den hier auch wieder rauskopieren und bei mir wieder einfügen, wenn ich das möchte. Das geht übrigens bei den anderen auch allen. Also das ist im Endeffekt Markdown immer, was hier passiert bei den ganzen Modellen. Und das Markdown wird einfach jetzt hier auch von ChatHub richtig interpretiert. Wir sehen hier, dass ich in jeder einzelnen Zeile eine Art Annotation habe, beziehungsweise einen Kommentar habe, das mir das genauer erklärt, was hier jeweils passiert. Und das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich persönlich. Das heißt, hier habe ich eigentlich gar nichts zu meckern. Ich muss dazu sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich Assembler-Code wirklich anfasse und wirklich dokumentieren lasse, beziehungsweise selber dokumentieren muss. Normalerweise ist das deutlich einfacherer Code. Und die KIs können das natürlich mit einfacheren Sprachen, wie zum Beispiel Python oder sowas, mit denen sie auch viel, viel mehr trainiert wurden, sehr viel besser machen. Hier muss man allerdings sagen, ich habe Assembly genommen, weil es einfach das möglichst schwerste ist. Trotzdem muss man auch hier sagen, selbst das Llama 3 Modell, ich glaube, hier wird ein kleineres Llama 3 Modell verwendet, weil es auch in den kostenlosen Modellen dabei ist, die man bei ChatHub benutzen kann oder bei den grundlegenden Modellen dabei ist. Hier, Llama 3 ist das einzige von den von den 6, das auch bei den grundlegenden Modellen dabei ist, dementsprechend nicht so anspruchsvoll ist. Selbst Llama 3 hat das hier ohne Probleme geschafft. Wir haben hier immer noch eine sehr gute Art, wie der Code strukturiert ist. Wir haben eine Initialisierung, sogar eine Unterteilung in verschiedene Schritte. Die Loop, die initialisiert wird, der Loop Body, dann hier die Calculate and Print Average, dann haben wir hier Error Handling und anschließend haben wir noch Control Flow und einen annotierten Code, den wir hier jeweils bekommen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ich finde das fast schon ein bisschen besser als das von Mixtral, weil hier nicht einfach alles direkt untereinander geschrieben wurde, wie bei dem Logikfluss, sondern hier nochmal unterteilt wurde in die verschiedenen Schritte. Das ist sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr schnell auch gewesen. Ich habe nichts zu meckern. Jetzt muss ich einmal kurz rüber wechseln auf die andere Seite. Ich habe beide Ansichten extra für euch eingerichtet. Wir haben bei Qwen, auch das ist wie gesagt ein Open-Source-Modell. Hier unten sind unsere 3 Open-Source-Modelle, die wir auch lokal bei uns ausführen könnten, wenn unsere Hardware stark genug ist, was die wahrscheinlich bald sein wird, fairerweise. Hier haben wir eine Art Dokumentation bekommen für den gesamten Code. Und ich bin gespannt, ChatHub wird hoffentlich noch irgendwann demnächst wirklich so fein trainierte Varianten, fein trainierte Modelle bei sich auch haben, wo wir dann vielleicht auch ein Modell haben, was nur Python kann und dort dann halt wirklich krank gut ist. Das wäre schon sehr wünschenswert. Ich habe ja Kontakt zu Ihnen, ich habe Ihnen das auch schon soweit gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob sie da solche Modelle auch mit einbauen können überhaupt, weil fairerweise, das entwickelt sich ja so schnell, dass wir da gar nicht hinterherkommen. Okay, wir haben hier auch eine Art Funktionalitätszusammenfassung. Ich finde die ein bisschen überlang, aber im Grunde genommen steht im ersten Satz alles, was ich brauche, nämlich ein Durchschnitt einer Liste an Integers, die im Memory gespeichert sind. Aber hier haben wir noch ein paar weitere Informationen, weitere Einschränkungen sozusagen, die wir bei den anderen nicht hatten. Und zwar, wir haben nur 8 Byte Integers, das heißt 64-Bit-Werte. Und genau, wir haben eine null-terminierte Liste und noch ein paar weitere Zusatzinformationen. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Ausgabe. Dann haben wir einen Logikfluss. Wir haben erstmal, welche Register wie genutzt werden, was ich auch sehr, sehr gut finde, wo wir dann quasi was drin speichern. Das ist oftmals, ich weiß nicht, ob das nicht sogar das Wichtigste ist, wenn wir uns Assembly angucken, dass wir wissen, okay, in RAX zum Beispiel ist die Summe aller Integer immer gespeichert, während RSI immer zu der Basisadresse von der Liste zeigt. Dann wissen wir schon direkt, aha, wenn dieses Register hier verwendet wird, dann ist das richtig. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Dann haben wir hier den Control Flow. Der ist ein bisschen kurz geraten, reicht aber eigentlich aus. Wobei hier jetzt, wie gesagt, hier ist ja immer dabei gewesen, was genau was ist und was das jeweils tut.
Das war hier schon fast ein bisschen kurz, finde ich. Aber auch External Calls sind auch alle dabei. Und hier haben wir dann nochmal eine genaue Annotation von unserem Code. Auch das ist eine Ausgabe, wo ich wirklich mit allen dreien komplett happy bin. So, jetzt wäre es natürlich peinlich, wenn ein kommerzielles Netz das nicht schaffen würde, aber wir haben das ja auch schon ein bisschen getestet. Und auch GPT-4o sagt mir, was das hier tut. Es macht mir im Endeffekt einen Durchschnitt. Es ist ein bisschen umgangssprachlicher unterwegs, würde ich fast sagen. Dann haben wir hier den Logikfluss. Der ist auch eigentlich soweit korrekt, zumindest soweit ich das durchgegangen bin. Wir haben die Main Loop, also die Unterteilung ist auch hier wieder dabei. Wir haben die Average Calculation, Printing und wir haben, falls irgendwas schief geht, beziehungsweise falls wir einen Fehler bekommen, dann wird hier meh ausgegeben. Das habe ich extra so reingeschrieben, dass die KIs das auch wirklich so von Hand sagen müssen. Dann haben wir hier auch den Annotated Code, von dem her passt das eigentlich ganz gut. Hier unten drunter haben wir noch Register Usage, also wie welches Register genutzt wird und wie der Kontrollfluss ist und welche externen Aufrufe wir haben. Das ist sehr, sehr gut und da habe ich auch wiederum nichts zu meckern. Bei Claude 3 Opus, auch hier haben wir das eigentlich schon soweit getestet. Die Dokumentation ist soweit auch richtig hier. Average of a list of integers. Der Logikfluss ist auch soweit erklärt, wobei ich ein bisschen weniger übersichtlich finde als bei anderen Modellen, aber trotzdem ist er sehr, sehr gut. Also ich meine, man kann alles da ablesen, was man braucht. Und auch hier haben wir einen komplett annotierten Code. Lustigerweise ist ja mein zweiter Aufruf bei diesem Benchmark ist immer, ja, konvertier bitte den Code zu äquivalentem C-Code. Ich habe danach noch nicht gefragt. Also nur um das klarzustellen, die anderen Modelle haben das nicht vergessen. Ich habe noch nicht danach gefragt, dass es mir das bitte in C-Code umwandelt. Das wäre erst mein zweiter Aufruf gewesen. Und das finde ich ein bisschen creepy, dass Claude einfach schon weiß, was ich vorhabe und mir einfach hier schon im Vorfeld den C-Code ausgibt, sozusagen als eine Art Vorahnung, was ich als nächstes fragen könnte. Das ist schon ziemlich krass. Das beeindruckt mich bei Claude 3 Opus immer noch ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie es das macht, aber das ist schon sehr, sehr spannend. So, und Gemini 1.5 Pro macht auch genau dasselbe. Also einen Durchschnitt von einer Liste an Integers. Hier kommen dann die Annotations mit rein. Interessanterweise ist, ich glaube, Claude 3 und Gemini sind die einzigen, und GPT-4o auch mit einem Hashtag. Interessant. Die anderen Modelle haben das hier mit einem Semikolon. Nee, stimmt nicht. Qwen hat auch einen Hashtag benutzt. Okay. Das kommt immer auf die Art von Assembly an, die wir hier benutzen. Wir haben das nicht eindeutig definiert, deswegen ist es beides grundsätzlich richtig. Aber es ist die Frage, was quasi mehr Standard ist. Genau, wir haben hier die Funktionalität, beziehungsweise wie das alles verwaltet wird, den Logikfluss und auch die einzelne Beschreibung. Also an sich, alle Modelle haben das hinbekommen. Claude 3 hat als einziges Modell so eine Art Vorahnung gehabt, was ich als nächstes fragen würde und hat das schon gemacht, was aber eigentlich nicht Teil der Aufgabe ist. Claude 3 versucht da schon so ein bisschen selbstständiger zu denken, wenn man so möchte. Aber wir senden jetzt genau diesen Befehl, dass wir bitte auch diesen Code bekommen. Und bekommen dann natürlich auch hier eine Ausgabe. Gut, bei Claude muss ich jetzt nicht wirklich nachfragen. Ne? Alle anderen Modelle, hier sind wir schon wieder am Ende. Also Mixtral ist einfach super schnell, genauso wie Qwen super schnell ist. Wir haben hier einen C-Code. Ich habe jetzt hier mal die 3 Open-Source-Netze soweit hingescrollt, dass es passt. Wir haben hier einen C-Code, der soweit in Ordnung ist. Das ist auch soweit korrekt. Wir haben hier aber auch einen C-Code, und der ist ein bisschen kompakter geschrieben. Und ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Hier wird mit Longs zum Beispiel übrigens auch gearbeitet. Hier wird mit Longs gearbeitet, also extra viel Speicher. Und hier wird auch mit, wenn wir weniger als 2 Argumente haben, dann gibt 0 aus. Hier wird gesagt, wenn wir genau ein Argument haben, also ein argc haben, dann gib 0 aus und gib mehr aus. Ich finde diese Variante grundsätzlich immer besser, aber es sind wirklich Kleinigkeiten. Auch wird hier zum Beispiel gesagt, wir nehmen argc, also das heißt die Anzahl an Argumenten -1, um hierdurch zu teilen. Und hier nehmen wir einfach einen Counter und teilen durch den. Ich bin grundsätzlich mehr Fan von der Mixtral-Variante als von der Llama 3-Variante, aber wie gesagt, das sind wirklich nur kleine Abzüge. Und Qwen hat hier tatsächlich überall auch noch Kommentare angehängt, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Es hat auch die Funktion, den Average zu berechnen,
anhand von einer Liste ausgelagert in eine separate Funktion und mit einer While-Schleife und mit Pointern gearbeitet. Das ist absolut nicht falsch, im Gegenteil, das ist sogar eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Allerdings sehen wir hier unten, dass unsere Main-Funktion eine Liste für uns aufbaut als Beispiel von Integers. Nicht mit den Argumenten arbeitet, sondern hier wirklich mit einer vordefinierten Liste arbeitet, was ich nicht ganz so gut finde. Ich finde das mit Argumenten hier schon deutlich, deutlich besser. Dass es das Ganze aber ausgelagert hat, wie gesagt, das ist top-notch. So, jetzt haben wir hier aber natürlich auch noch eine Ausgabe von den 3 Modellen, die, naja, die kommerziellen Modelle sind oder die nicht freien Open-Source-Modelle sind. Und auch hier, GPT-4o macht eigentlich einen guten Job dabei, dass es hier das alles auch kommentiert. Wir sehen auch hier, dass wir grundsätzlich bei argc gleich 0 ausgeben, was sehr interessant ist, weil hier haben wir die 1 gehabt. argc gleich 0 wird wahrscheinlich nicht passieren. Vielleicht kurz zu argc, weil ich das sehr, sehr interessant finde, dass es hier das auf gleich 0 gesetzt hat. Erinnert euch, ne? GPT-4o, das eigentlich stärkste Modell. argc kann nicht 0 sein, es geht gar nicht. Denn wenn argc 0 ist, dann, ja, grundgenommen ist dann halt der Programmname nicht dabei. Was hier allerdings vorher gemacht wird, ist argc einmal Minus zu rechnen. Das heißt, einmal 1 abzuziehen, weil der Programmname nicht gebraucht wird. Also der Programmname selber, wenn wir es aufrufen, ist immer in dem Argument Counter drin. Dafür steht argc. Und deswegen ist das hier gleichbedeutend mit argc ist gleich 1. Das kann man schon machen. Es ist aber sehr ungewöhnlich, den einfach zu dekrementieren. Das ist irgendwie weird, man kann es aber machen. Also ich wollte nur kurz darauf eingehen, warum das jetzt so unterschiedlich ist. Man kann sich hier jetzt also aus den verschiedensten Möglichkeiten, die wir hier geliefert bekommen, kann man sich eigentlich eins aussuchen, was man haben möchte. Was ich sehr, sehr lustig finde, bin ich ehrlich. Also ich finde die Möglichkeit zu wählen, welche KI-Ausgabe mir gerade am besten gefällt, zum Beispiel hier die ausgelagerte Funktion rauszupicken und dann das hier rauszupicken, das ist schon beeindruckend. Okay, hier haben wir im Grunde genommen genau dasselbe wie hier unten, oder fast genau dasselbe, glaube ich. Ich glaube, die beiden unterscheiden sich fast gar nicht. Dazu muss ich einmal kurz rüberrutschen auf die andere Seite. Mixtral und Claude 3 Opus sind sich sehr, sehr ähnlich, abgesehen von dem kleiner als 2, was mir, wie gesagt, immer noch am besten gefällt. Hier oben, bei Gemini 1.5 Pro haben wir eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Problem. Und das finde ich auch sehr spannend, weil man da als Entwickler vielleicht auch auf Fehler aufmerksam wird, die man vielleicht vergessen hat. Also wenn man jetzt irgendwie 6 Modelle gleichzeitig vergleichen möchte. Denn dann haben wir hier plötzlich stehen, also Gemini 1.5 Pro nimmt an, dass argv von 1 eigentlich die Länge des Arrays hält und unser Array oder unsere Zahlenfolge, unsere Zahlenliste selber erst ab argv von 2 anfängt. Das heißt, dass mein erster Parameter, also argv von 0, ist einfach der Programmname. 1 ist wie viele Zahlen kommen da noch und ab argv von 2 fängt dann meine Zahlenfolge an. Das finde ich sehr, sehr lustig. Ist aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht nötig. Weil wir in argc ja schon die Anzahl an Argumenten insgesamt, die in argv stecken, mit drin haben. Das heißt, das braucht man eigentlich nicht und würde man so wahrscheinlich auch nicht machen. Ich hätte es jetzt auch so gemacht, wie die anderen 5 Modelle das hier vorgeschlagen haben. Ist aber eine andere Herangehensweise, würde auch die Art und Weise, wie ich das Programm aufrufe, ändern. Also ihr seht schon hier, allein über den ersten Benchmark können wir sehr, sehr viel reden. Ich werde hier nicht ganz alle Benchmarks rausbringen. Wie gesagt, es geht heute um Coding und da den Vergleich zu ziehen. Okay, aber so viel zum ersten Benchmark. Wenn wir das hier alles zusammenfassen müssen und überlegen müssen, welches davon ist eigentlich das Beste von diesen Modellen, dann würde ich sagen, keins ist das Beste. Sie machen alle irgendwie was anders und ein bisschen was von allen ist ganz gut. Ich mag, dass hier bei Qwen zum Beispiel die Funktion ausgelagert wurde, aber ich mag gar nicht, dass diese Liste hier vordefiniert wurde als Beispiel und nicht über Argumente mit eingeliefert wurde. Ich mag hier, dass es so kurzer Code ist, aber ich mag nicht unbedingt, dass es hier argc -1 einfach als Teiler genommen hat.
oder das hier in Double gecastet hat. Das geht schon, das kann man schon machen. Ich mag hier nicht, dass es arc C gerechnet hat und hier mag ich nicht, wie das mit arc V passiert ist. Also grundsätzlich gefallen mir hier die Ausgaben von Mixtral und von Opus eigentlich am besten, aber das ist auch nur meine Geschmackssache. Die sind alle absolut valide. Ich hätte mir aber in der Praxis, also wenn ich jetzt das zum Programmieren benutzen würde, hätte ich mir aus allen 6 Modellen ein bisschen was zusammengeholt und mal geguckt, was davon eigentlich für mich am besten funktioniert. Als nächstes steht, wie wir es gewohnt sind, an, dass wir einen Software Quality Assurance Engineer haben. Das heißt, die Aufgabe ist, eine Anzahl an Testcases zu schreiben für die angehängte passwordmeter.js-Datei. Die passwordmeter.js-Datei werde ich hier jetzt einfach als Text unten drunter hängen und euch einfach auch mitnehmen auf dieser Reise. So, und jetzt senden wir das Ganze und gucken mal, wer eigentlich die besten Testfälle schreibt. Es geht darum, um Frontend-Tests, es geht aber auch um UI-Tests, also wirklich die Unit-Tests und die einzelnen UI-Tests, die wir haben können. Und auch hier sehen wir wieder, dass natürlich Claude 3 Opus und GPT-4o die langsamsten Modelle sind. Die anderen sind schon lange fertig. Und hier können wir auch einfach schon mal anfangen zu lesen, während die jetzt noch schreiben. Das heißt, hier bei Mixtral bekommen wir eine Art Test-Suite, die wir in einer passwordmeter.test.js-Datei speichern sollen. Das sagt es uns hier quasi. Und haben hier einmal für React das ganze Test-Framework. Wir haben hier die Testing-Library von React bekommen und sollen das jetzt hier berechnen. Spannend vielleicht an der Stelle, Llama 3 ist ja von Meta und React ist auch von Meta. Also eigentlich sollte Llama natürlich super gut mit React sein. Das wäre schon sehr, sehr lustig. Ich mache mich hier währenddessen auch mal wieder auf die Seite. Wir sehen auf jeden Fall einen kleinen Unterschied, und zwar hier wird zuerst das Before Each ausgeführt. Das wird bei Qwen nicht gemacht, aber interessanterweise arbeiten alle Modelle, wie wir hier sehen können, mit der Testing Library von React. Die haben wir hier, die haben wir hier, die haben wir hier an der rechten Seite von Qwen. Die haben wir hier oben bei Gemini dabei, aber wir haben sie nicht bei Claude 3 Opus und wir haben sie nicht bei GPT-4o. Und ich vermute, dass es ohne Library ein bisschen schwierig werden könnte. Grundsätzlich müsste man das also hier noch definieren und sagen, welche Library soll ich eigentlich benutzen. Bitte importiere die auch mal. Es kann natürlich sein, dass die einfach angehängt wird oder angenommen wird. Das wird so jetzt hier oben allerdings nicht gesagt. So, grundsätzlich sind die Tests an sich eigentlich überall ähnlich. Manche bereiten was vor bei den Tests. Also wie gesagt, hier zum Beispiel haben wir ein Before Each und wir haben auf der anderen Seite, hier bei Mixtral haben wir auch ein Before Each. Das sind im Endeffekt Testfunktionen, die ausgeführt werden jedes Mal, bevor wir die Tests machen. Also vor jedem Test führt das aus. Danach fängt Mixtral damit an zu beschreiben, dass es überhaupt ein Valid Input ist. Und anschließend mit den Weak, mit Medium und so weiter und so fort, mit Strong. Und dann kommen die Invalid Inputs. Anschließend ein direkter Test, ob diese Funktion auch wirklich das Richtige ausgibt, also ob die auch wirklich Strong ausgibt, und kein Feedback, wenn ich das und das Passwort eingebe, also zum Beispiel ein Long Password. Ich habe hier allerdings auch die Code Coverage getestet, das heißt, es should cover all branches, das heißt, man überprüft das im Endeffekt, ob die auch, beziehungsweise hier mit der Code Coverage Funktion beschreibt Mixtral an sich, ob wirklich alles getestet wurde, was getestet werden sollte. Was ich euch schon mal sagen kann, ist, dass das natürlich nicht alles ist, was getestet werden könnte. Und hier gucken wir jetzt einfach mal die anderen an, was die anders machen. Denn hier zum Beispiel haben wir auch dieses Render ganz am Anfang gehabt und anschließend wird mit Very Strong Password angefangen. So, Very Strong ist auch definiert, das hatten wir hier, glaube ich, gar nicht drin. Ah doch, hier unten. Hier unten ist auch ein Very Strong Secure Pass 1 Ausrufezeichen zum Beispiel. Hier starten wir mit Very Strong Password. Dann nehmen wir uns das Gerenderte mit raus und überprüfen, ob das richtig aussieht, im Grunde genommen.
Und ja, das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz als das, was Mixtral hier eigentlich berechnet hat. Weil Mixtral hat es zwar gerendert und hier oben dann immer geguckt, ob der Event funktioniert hat. Hier wird allerdings geguckt, wie sieht das Ding quasi aus. Also es sind zwei verschiedene Arten, wie man die Tests durchlaufen lassen kann. Anschließend wird das mit einem starken Passwort gemacht, dann mit Medium, dann immer noch mit Medium, dann mit Weak und dann wird hier überprüft, ob das Feedback auch angekommen ist. Das heißt, hier haben wir eigentlich gar keine Feedback-Test-Funktion, glaube ich. Doch, hier unten haben wir Feedback-Funktion. Die ist auch drin, aber ist ein bisschen anders geschrieben. So, und hier haben wir dann die Edge Cases. Das heißt, Invalid Input, sehr, sehr lange Passwörter, also Password mit Ausrufezeichen hinten dran und das 100-mal repeated. Das wurde hier drüben, soweit ich nicht gesehen habe, nicht getestet. Und Quen sagt tatsächlich direkt, ja, bitte, also wenn du hier zum Beispiel dein Passwort testest, es hat tatsächlich nicht das Rendern an sich mit implementiert, sondern es hat direkt mit dem Describe angefangen. Es hat auch nicht damit angefangen, wie hier zum Beispiel. Doch, es hat hier tatsächlich Describe auch angefangen. Aber es hat hier direkt einfach mit dem Describe weitergemacht. Und hier zum Beispiel hat es mir dann direkt das Rating mit Weak und das Feedback gleich noch mitgetestet, was eigentlich eine sehr, sehr schlaue Sache ist, wenn man beide Sachen auf einmal testen möchte. Man kann es aber auch auslagern, damit man zwei verschiedene Tests hat. Aber das geht sehr, sehr viel schneller, wenn man das tatsächlich einfach in eins packt. Das heißt, diese Ausgabe hier eigentlich ganz schlau, soweit. Dann haben wir hier unten ein schwaches Passwort, weil wir einfach Password genommen haben. Also wie gesagt, diese Password-Meter, die sollt ihr bitte nicht benutzen. Das ist einfach nur ein Beispiel, damit ich hier das Ganze benchmarken kann, okay? Die ist nicht gut. Hier bekomme ich dann zum Beispiel auch als Feedback too short or common, das ist gut. Hier bekomme ich als ABC-Feedback more Character Types und das bekommt ein Medium. Und hier bekomme ich dann ein Strong Password für ABC 123 $, was natürlich kein starkes Passwort ist, also ne, bitte nicht benutzen. Trotzdem kein Feedback mehr, das ist gut. Und dann habe ich hier, wenn ich noch ein zweites Sonderzeichen einfüge, bekomme ich Excellent Password als Feedback und Very Strong als Ausgabe. Und dann haben wir hier auch noch Sachen wie Null. Das heißt, mit Null-Input umgehen, was wir bei den anderen beiden, wie gesagt, nicht hatten. Dafür hatten wir bei den anderen beiden, dass mit leeren Passwörtern umgegangen werden soll, was eigentlich was anderes ist. Dann haben wir hier ein sehr langes Passwort A, aber auch richtig erkannt, es sollte ein Weak Password sein. Das heißt, das ist auch tatsächlich nochmal ein anderer Test hierbei. Dann haben wir hier mit Nicht-Standard-Buchstaben, sollte auch getestet werden. Also an sich, wenn wir diese drei jetzt hier kombinieren, haben wir deutlich bessere Ergebnisse, als wenn wir nur eins davon nehmen. Das sollte irgendwie klar sein. So, bei Gemini wird erstmal der Test definiert und dann wird gerendert. Anschließend wird hier die Textbox geholt mit der Rolle, was wir bei den anderen soweit nicht hatten. Also hier müsste man gucken, was davon tatsächlich funktioniert. Ich habe es selber jetzt natürlich auch nicht ausprobiert oder nicht getestet, aber eigentlich sollten die auch stimmen. Dann holen wir uns hier eben die verschiedenen Testcases und bauen uns die als eine Liste. Das finde ich sehr interessant. Die Idee ist nicht schlecht, denn so hat man tatsächlich Input und Expected Output und Expected Feedback jeweils so, dass man da einfach durchschleifen kann, was sehr, sehr cool ist. Und so kann man natürlich noch sehr viel leichter weitere Testfälle anhängen. Und nachdem diese Liste definiert ist von Gemini, gehen wir hierher und gehen einfach wie in einer Schleife durch diese Liste an Testfällen durch, bauen uns den Testfall und führen ihn aus und bekommen dann am Ende immer eine Option. Und sagen jetzt hier, okay, render mal das neue Passwortmeter und dann gucken wir, was da drin steht. Und wenn sich das geändert hat und wenn das wirklich soweit übereinpasst, dann prüfen wir, ob das mit dem, was wir wollten, dass es anzeigt, auch wirklich stimmt. Okay. Ja, das ist im Endeffekt dann hier unten nochmal was wir bei den anderen Tests auch nicht hatten. Und hier sehen wir schon, wie sich die Modelle eigentlich unterscheiden. Gemini funktioniert irgendwie anders, also komplett anders. Gemini prüft hier nämlich am Ende auch noch die Farbe, die ausgegeben wird. Das haben die anderen drei Modelle hier unten alle ignoriert. Das stand aber eigentlich auch in der Anweisung drin, dass ich hier bitte die Farbe auch mit behandeln möchte. Ja, habe ich in der Anweisung mit reingeschrieben und Gemini macht das als einziges Modell. Okay, Claude 3. Claude 3 geht auch ähnlich vor.
Aber während Gemini zum Beispiel hier Null vergessen hat, Claude 3 hat Null auch wieder dabei. Wir haben hier auch zum Beispiel die Möglichkeit, wo ist es? Genau, hier, Null wird getestet. Hier unten wird dann noch leerer Input, also als einziges hat Claude 3 Opus leer und Null getestet. Und dann sehr, sehr lange Passwörter getestet. Und dann die Passwortstärke sogar berechnet und dann gesagt, okay, das soll bitte Medium sein, mit dem jeweils passenden Feedback. Dann haben wir hier noch ein schwaches Passwort und eins mit sehr, sehr vielen Sonderzeichen, mit sogar Emojis drin, was ich sehr, sehr interessant finde. Claude 3 ist das einzige Modell, was, glaube ich, Emojis verwendet hat zum Testen. Ja, also auch hier, Claude 3 hat was Neues gebaut, was die anderen noch nicht gemacht haben. Also die haben so ein bisschen das Standardding gemacht, Claude 3 als erstes Mal Emojis gemacht und als einziges Modell wirklich null und leer getestet. Gemini als einziges Modell mit einer Liste getestet, um einfach komplett andere Art zu testen. Und GPT-4o ist da immer so ein bisschen mehr basic, sag ich mal. GPT-4o ist tatsächlich hier sehr, sehr basic. Ich habe mir das gerade nochmal vorher kurz angeguckt, bevor ich jetzt mit euch drüber gehe. Und zwar, wir haben schwache Passwörter, wir haben normal starke Passwörter, Medium, Very Strong und so weiter. Das ist alles dabei. Wir haben hier unten aber die Edge Cases, dass wir Null testen, dass wir sehr, sehr lange Passwörter testen und dass wir das war immer noch das sehr, sehr lange Passwort, weil hier A1 Ausrufezeichen hinten dran gehängt wurde. Und dass wir hier Non-Standard Characters, wobei wir ein Add und Dollarzeichen und eine Null als Passwort mit reinzählen, als Nicht-Standard bezeichnen. GPT-4o, muss ich hier sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von, weil es einfach, ja, es ist halt basic. Das ist auch das, was die drei hier unten gemacht haben, also die 3 Open-Source-Modelle. Während Gemini und Opus haben da wirklich so noch eine Eigennote mit reingebracht. Aber auch hier, wenn ich 3 Modelle oder gar alle 6 Modelle miteinander vergleiche, was zugegebenermaßen viel Arbeit ist zu lesen, dann bekomme ich hier die beste Ausgabe. Hier denke ich dran, ach ja stimmt, Emojis testen. Hier denke ich dran, ach, ich könnte das Ganze alles in einer Liste testen. Und wenn ich alle lese, denke ich dran an Null und an leere Inputs. Das ist eigentlich was ich gerne hätte und womit ich eigentlich dann auch arbeiten möchte. Okay, das heißt, auch hier wieder, wenn wir alle testen, ist es schon eigentlich am besten. Am besten gefallen hat mir hier von der Kreativität die Ausgabe von Gemini, muss ich lustigerweise sagen, weil wir hier mit einer Liste testen und das eigentlich auch irgendwie ganz cool ist, weil wir hier so relativ viel sparen. Aber Opus ist auch sehr, sehr gut gewesen, gerade hier wegen den Emojis und wegen den Null und den leeren Passwörtern. Und natürlich Gemini wegen der Farbe auch, das darf man nicht vergessen, das sollte ja auch getestet werden. Unser dritter Fall, wo wir was testen wollen, ist die Coding Challenge bei uns auf der Bootstrap Academy. Und hier haben wir eine sehr, sehr lange Eingabe. Das liegt einfach daran, dass ich alles aus der Coding Challenge mit reingegeben habe. Das heißt hier auch eben die erwarteten Ausgaben, was alles gemacht werden soll. In dem Fall ist es hier jetzt die Challenge, die ich euch gleich mal aufmache. So, diese hier, und zwar mit einer 2D-Matrix, in der jede Zeile die Anzahl der Münzen in dieser Zeile darstellt. Und ich habe hier tatsächlich direkt einfach die Eingabe genommen, so wie ich sie auch von der Coding Challenge bekommen habe, nur eben das Prompt an sich ist auf Englisch geschrieben und die Problembeschreibung habe ich dann aber trotzdem auf Deutsch gemacht. Und das ist so ein bisschen auch nicht so einfach für die Modelle oftmals, weil ich eben mehrere Sprachen habe. So, hier haben wir eine Python-Lösung, hier haben wir eine Python-Lösung bekommen, hier haben wir eine Python-Lösung, die ist relativ kurz tatsächlich. Hier haben wir eine sehr, sehr lange Python-Lösung, aber wirklich nur den Python-Code. Wir haben keinerlei Erklärung dafür von Gemini bekommen, was schon mal schlecht ist übrigens. Haben wir generell irgendwo Kommentare bekommen? Nein, wir haben nirgendwo Kommentare bekommen. Interessant, aber wir haben hier eine Erklärung bekommen. Gut, fairerweise, wir haben auch nicht nach einer Erklärung gefragt. Wir fangen jetzt tatsächlich einfach mal mit den Open-Source-Modellen wieder an. Also Mixtral. Wenn wir das hier einfügen und dann einfach mal auf alle testen gehen, dann bekommen wir eigentlich einen relativ guten Grundschatz, ob das Modell das geschafft hat. Und ja, fairerweise, das wurde geschafft. Also ich muss hier gar nicht ausführen, wahrscheinlich ist das einfach richtig. Wir haben hier ein paar Kommentare bekommen, das sieht aber alles soweit gut aus. Wie gesagt, das ist die mittelschwere Coding Challenge, ne? Ihr seht es hier oben, Medium. Wir haben verschiedene Challenges, wir haben einfache Challenges, also wir haben Einführungs-Challenges, um die Plattform kennenzulernen, wir haben leichte Challenges, wir haben mittlere Challenges und wir haben schwere Challenges.
Und mittlere Challenges sind schon nicht einfach. Ja? Wir müssen hier mit dynamischer Programmierung arbeiten. Das ist schon nicht ohne. Gut, dann haben wir die Lösung von Llama 3, was auch eigentlich echt beeindruckend gut funktioniert. Holy shit. Ja, die mittleren kann ich eigentlich mittlerweile rauswerfen, ne? Jedes Modell schafft die mittleren Challenges. Selbst die Open-Source-Modelle schaffen alle die mittleren Challenges. Das ist jetzt interessant, weil das komplett anders funktioniert. Aber auch Qwen hat all das geschafft, in weniger Code sogar lustigerweise und über eine andere Art und Weise, wie die Eingabe gelesen wird, nämlich sys.stdin readlines. Interessante Art, wie man das machen kann. Ja, gönn dir, es funktioniert offensichtlich. Ich bin stark davon überzeugt, dass die anderen auch funktionieren werden. Ich gehe die aber trotzdem mal für euch kurz durch. So, einmal kurz GPT-4o, eine sehr, sehr lange Ausgabe, dafür aber auch eine sehr gut lesbare Ausgabe mit schönen Kommentaren und allem drum und dran. Ich bin hier ein bisschen beeindruckt. Auch hier natürlich alles geschafft, also GPT-4o hat auch die mittlere Challenge geschafft. Dann haben wir einmal hier Claude 3 Ausgabe, die ist ein bisschen kürzer, aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut lesbar. Und auch hier sehen wir, alle Beispiele wurden geschafft, gar kein Problem gewesen. Und Gemini, Good Guy Gemini, als einziger tatsächlich auch hier den Code oben mit einem Docstring dokumentiert, mit den Argumenten, mit dem Returns, richtig schön brav die Funktion Max Coins definiert und hier unten dann auch wieder sehr, sehr lesbarer Code geschrieben und auch hier ist alles richtig. Also ich muss sagen, alle Modelle, auch die Open Source Modelle, auch Llama 3, was ja kostenlos bei ChatHub dabei ist, kein Problem gewesen. Nicht ein Problem gewesen. Dementsprechend machen wir jetzt noch die schwere Challenge. Und auch hier wieder, während diese Modelle uns alle eine Ausgabe liefern, gucken wir uns kurz die Challenge an. Die schwere Challenge ist eine Geburtstags-Challenge. Das heißt, wir wollen im Grunde genommen, ja, es ist eine Geburtstags-Challenge, ob Leute zu eurer Party kommen sollen oder nicht, ja. Also immer, wenn wir jemanden einladen, dann kommt der Wunsch von verschiedenen Personen, ob eine Person eingeladen werden soll, plus, oder ob eine Person nicht eingeladen werden soll, minus. Und dann kann es zum Beispiel vorkommen, dass wir +1, also Alice soll bitte kommen, und -1, also Alice soll bitte nicht kommen, vorkommt und dann können wir beide Wünsche nicht mehr gleichzeitig erfüllen. Das funktioniert dann nicht und dann sollten wir False ausgeben. Das sehen wir hier. Hier wünscht sich zum Beispiel jemand, dass 1 kommt, 1 soll kommen und 1 soll nicht kommen. Hier wünscht sich jemand, dass 2 kommt, 2 nicht kommt. Das funktioniert nicht. Das ist einfach widersprüchlich. Wir können das nicht erfüllen. Während hier sagen wir, 1 soll kommen, 1 soll kommen, 2 soll kommen, 2 soll nicht kommen. Mit einem kleinen Trick wird es hier allerdings doch noch zu einer Sache, die man erfüllen kann. Nämlich, wir schreiben hier oben hin, es gibt eine Liste von Anforderungen. Das heißt, jeder eingeladene Gast, 2 Stück, haben 2 Wünsche, deswegen die zweite 2, und von diesen Wünschen muss einer wahr sein, okay? Das heißt, wir müssen nicht alle zufriedenstellen. Das ist eine relativ komplizierte Challenge, die ihr gerne mal auch selber probieren könnt. Und bislang haben nicht allzu viele Modelle diese Challenge tatsächlich auch geschafft zu lösen, weil sie einfach nicht so leicht, ja, lösbar ist tatsächlich. Weil wir hier sehr, sehr viele Sachen auf einmal machen müssen. Okay. Ja, wir sehen auch hier bei den Lösungen wird jetzt auf einmal sehr, sehr kreativ. Das ist eine sehr kurze Lösung, mein Freund. Okay, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich will noch mal kurz anmerken, dass es eine harte Challenge ist, also so kurz. Mit einer Maske. Okay, das ist quasi ein boolscher Ausdruck. Ich will es direkt ausprobieren, es tut mir sehr leid. Aber ich bin sehr gespannt. Wenn Claude 3 Opus das damit schafft, das ist beeindruckend gut, weil das ist wirklich so ein One-Liner, der das alles überprüft. Das ist nicht gerade einfacher Python-Code. Okay, wir fügen das mal ein und wir testen, ob das funktioniert. Und wir sehen da, aha, schon hier scheitern wir. Claude 3 Opus hat das nicht geschafft, weil es sich mit den Typen hier verrannt hat. Das ist, ja, das ist, glaube ich, bei allen durchgegangen. Ja, tatsächlich. Also Claude 3 Opus hat versucht, hier eine sehr, sehr elegante Lösung zu schreiben, hat es aber leider nicht ganz geschafft. GPT-4o macht ein Zweisatzproblem draus und das ist tatsächlich auch soweit korrekt.
Zweisat ist eine Art Problemfall und den kann man tatsächlich mit einem Graphen lösen. Jetzt ist nur die Frage, ob der Graph richtig hier implementiert wurde. Und das sieht schon eher nach einer Lösung aus, die man hier braucht. Man braucht einen Stack, also man kann es auf verschiedene Arten lösen, aber man braucht einen Stack. Man hat hier richtig, richtig viel, was man tun muss und man hat hier eine Solve-Zweisat-Funktion drin und wow. GPT-4o hat es geschafft, tatsächlich eine schwere Challenge zu lösen. Das ist eine harte Challenge gewesen, ne? Das war keine einfache. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Übrigens, wir hatten mit Claude 3 Opus das Ganze auch schon mal getestet, so als Hintergrundwissen. Ich hatte Claude 3 Opus ja schon mal gebenchmarkt. Und Claude 3 Opus hat es geschafft, eine harte Challenge zu lösen und eine andere nicht in meinem Test. Hier hat es jetzt gerade nicht geschafft. GPT-4o hat es geschafft. Will ich nur mal kurz so anmerken. Okay. So, dann haben wir hier eine sehr, sehr kurze Lösung. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Nein, das ist, manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht. Tatsächlich Ausgabe hier false und hier oben haben wir auch false. Ich glaube, das ist tatsächlich wieder einer von den Fällen, wo Gemini nicht gelesen hat und gesagt hat, es soll nur ein Wunsch erfüllt werden. Das funktioniert bei Gemini tatsächlich schlechter. Also OpenAI bisher das einzige Modell, das das geschafft hat. Jetzt schauen wir uns Mixtral an. Backtracking. Es benutzt Backtracking dafür. Und wir führen das aus und schauen uns das einmal an. Und auch hier funktioniert das nicht, weil wir mit der Liste out of range gehen. Interessant. Ja, okay. Das ist gut. Ja, kann man nichts machen. Aber mehr als einen Versuch gebe ich ja auch tatsächlich nicht, sonst wäre es ein bisschen unfair. Und hier haben wir auch nur, doch eine Ausgabe ist richtig. Immerhin kein Backtracking-Problem oder so. Tatsächlich muss ich auch hier sagen, Llama 3 hat das Ganze auch als Zweisat-Problem identifiziert und dann darauf basierend den Code geschrieben. Leider ist der Code ein bisschen fehlerhaft, anders als bei GPT-4o, aber trotzdem hat es das zumindest mal probiert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt probieren wir Qwen. Qwen hat hier auch. Nein, Qwen sagt gar nicht, welchen Algorithmus es benutzt hat. Probieren wir aber trotzdem einmal aus. Es sieht relativ gut aus, weil es eine sehr, sehr lange Ausgabe ist, die. Oh, mit Default-Dick gearbeitet. Okay. Solve Invitation Problem. Gut, wir testen einmal ganz kurz durch und haben auch hier ein Typfehler. Gut, das heißt, GPT-4o ist hier das einzige Modell, das es geschafft hat. Wir wissen aber aus den anderen Benchmarks, dass zumindest Claude 3 Opus es auch schon mal geschafft hat, eine schwere Coding-Challenge zu lösen. Und auch hier würde ich wieder sagen, allein dadurch, dass wir jetzt hier mehrere Modelle gefragt haben und dass wir wissen, dass es ein Zweisat-Problem ist schon sehr, sehr hilfreich für unsere eigene Lösung. Falls hier tatsächlich nicht direkt eine Lösung bei rumkommt, können wir das nehmen, können wir diesen Code nehmen und einem anderen Modell geben und dann einfach mal Probe analysieren. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass das quasi auch so miteinander zusammenhängt, dass ich ja auch die Ausgabe von dem einen in die Eingabe von dem nächsten packen kann und quasi mit der besten Ausgabe immer weiter agieren kann. Das sollte man hierbei vielleicht nicht vergessen, deswegen mag ich eigentlich ChatHub gerade ganz gerne dafür. Gerade fürs Benchmarken ist das super. So, wir haben noch ein paar. Ich mache mit euch noch den vierten und den fünften Benchmark, nämlich einmal Refactoring und einmal die Codebasis, die große Codebasis, die wir hier einmal testen. Da bin ich sehr gespannt auf Gemini bei der Codebasis, aber wir machen erstmal weiter mit Refactoring. So, diese Aufgabe ist schon ein bisschen länger tatsächlich und das ist hier das als teilweise Code gemacht hat, das ist Zufall gewesen. Aber grundsätzlich stammt die aus einer Coding-Challenge, die wir mal zusammen gemacht haben in einem Livestream. Und hier wird einfach ein Stück C++-Code genommen mit einem Prompt, dass es das quasi refactoren soll, also quasi überarbeiten soll. Und hier wird auch tatsächlich markiert, ab wo bitte überarbeitet werden soll und ab wo es das nicht machen muss. Hier, Modify Until hier und oben drüber war Modify From hier. Das ist das hier. Und jetzt muss natürlich die KI das richtig erkennen und auch richtig sehen, was hier refactored werden sollte. Genau. So, wir haben einmal, ich mache das mal anders. So, wir haben hier einmal die Funktionen, die wir modifizieren sollen, also from hier bis hier. Das heißt, es geht wirklich nur um diese Funktion Void Image Blur.
Und wir haben hier einen Error Occurred Boolean, der einfach nicht verwendet wird. Das heißt, das hier kann einfach raus. Der Boolean kann komplett raus. Wir haben eine Round-Funktion. Wir haben hier irgendwelche Memory Copies und anschließend hier nicht wirklich beschreibende Sachen und dann anschließend auch einen Algorithmus, den man optimieren kann. Und if blur pixel lässt sich auch wegoptimieren bzw. Leichter formulieren. Hier oben sehen wir jetzt, GPT-4o hat mir allen Code ausgegeben, nicht nur die Void Image Blur. Das ist fein soweit, muss aber eigentlich nicht sein. Wir haben hier Auto Round als allererstes. Oh, ups. Hier möchte ich vielleicht ganz kurz anmerken, dass das nicht ganz unkritisch ist, was hier an Schnittstelle verändert wurde. Das sollte man beim Refactoren sehr, sehr vorsichtig machen, was hier GPT-4o nicht vorsichtig gemacht hat. Und zwar bei AutoRound handelt es sich eigentlich um eine implizite Funktion, beziehungsweise eine Funktion, die wir hier definieren, und zwar die einen Float benutzt und den dann irgendwie castet und am Ende kommt im Originalfall ein Float raus. Hier bei GPT-4os Variante kommt ein Int raus. Da geht Information verloren und das sollte nicht unbedingt gemacht werden. Außerdem diese 0,5 sind einfach weg. Wenn ich das durchrechne, komme ich schon auf was anderes raus. Also da gibt es sicher Werte, wo das nicht ganz dasselbe ist. Also ich bin nicht sicher, vielleicht vergesse ich da auch gerade was. Aber es ist trotzdem schwierig, wenn man hier einen anderen Wert rausbekommt aus einer Funktion, die wir ja später benutzen wollen. Finde ich schwierig, sollte man vorsichtig sein. Hier zum Vergleich, wir werden es jetzt so nebeneinander machen, weil ich Platz brauche. Mix3 macht das nicht. Mix3 macht hier tatsächlich einfach, der lässt diese Funktion hier, die Round-Funktion 1:1 gleich. So, weiter geht's hier mit dem uint old data, der gleich gelassen wurde. Tatsächlich komplett gleich gelassen wurde. Der ist hier komplett verschwunden. Ich habe den hier mal markiert und hier drüben sehen wir, Old Data wird einfach genauso weiterverwendet. Das Resultat bleibt auch nicht ganz dasselbe. Hier wird der Algorithmus geändert. Das müsste man de facto einfach prüfen, ob das immer noch gleich bleibt. Hier drüben wurde allerdings das Resultat anders definiert. Das heißt, hier haben wir jetzt den Filter-Kernel drin stehen und der Filter-Kernel wurde hier überarbeitet. Ehrlich gesagt, ich müsste beide testen, ob die funktionieren. Aber beide sehen interessant anders aus. Also wir haben hier auch zwei Vorschleifen ineinander. Hier haben wir auch zwei Vorschleifen ineinander. Aber das hier oben haben wir nicht mehr. Diese Ifs, die fallen hier eigentlich weg. Wir haben hier grundsätzlich nur noch die If is valid Pixel. Und auch die If Error Occurred ist hier weg. Auch diese uValid und vValid, die sind hier weg. Hier haben wir die auch nicht mehr. Das heißt, wenn wir uns hier diese Refactored-Varianten angucken, dann könnte man sich hier Sachen rausklauen von hier oben und Sachen von hier unten rausklauen und würde am Ende wahrscheinlich zu einem guten Ergebnis kommen. Und gerade beim Refactoren ist es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, wenn man da mehrere Ausgaben hat, die man dann einfach miteinander kombinieren kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh nee, die Round-Funktion hier oben, die möchte ich nicht behalten, aber ich würde gerne den Algorithmus mit Old Data hier unten behalten und nicht auf das hier umsteigen, weil die Ergebnisse irgendwie falsch sind oder sowas, dann ist das durchaus valide. So, jetzt wechseln wir einmal auf die andere Seite. Und hier sehen wir jetzt, dass wir wirklich andere Themen einfach haben. Also wir haben andere Ideen, wie man das refactoren kann. Wir haben hier einen Vektor drin, der mir meine Old Data speichert. Hier habe ich einen uint 8 Stern, der meine Old Data speichert. Hier ist es ein Vektor. Das kann man natürlich machen. Mit dieser Idee muss man dann aber wirklich auch sich durchziehen. Wir haben hier immer noch diese Vorschleife, die sich hier reinzieht mit dem Filter-Kernel. Genau, das haben wir hier beim anderen auch gesehen. Und dann haben wir hier die Berechnung, die jeweils auch ein bisschen kompliziert ist. Bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen. Aber hier haben wir diese Res plus gleich, jeweils mit den Daten von Old Data. Das sieht eigentlich ganz solide aus. So, hier drüben haben wir jetzt ein Big No-No, was wir schon das letzte Mal hatten, als wir Gemini getestet haben. Und zwar wird die Funktion umbenannt, also Modify from here. Und dann haben wir hier oben die Filter Width und die Filterhöhe, aber sagen hier plötzlich nicht mehr Image Blur, sondern Grayscale Image Blur. Modify until here. Das macht man nicht. Man ändert nicht einfach so die Klasse dazu.
Also das darf man eigentlich nicht machen. Anschließend sagen wir hier, wir bauen uns einen Vektor mit Temp Data. Also Gemini überarbeitet hier wirklich alles einmal komplett durch. Es wird natürlich durchoptimiert, klar, keine Frage. Aber Grayscale Image Doppelpunkt ist Valid Pixel. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich schon so an, als wäre hier sehr viel modifiziert worden. Deswegen wäre ich hier vorsichtig. Während Llama zum Beispiel das Ganze auch relativ so lässt, wie es war. Das heißt, wir haben hier einmal auch einen Vektor, so wie Opus das gemacht hat. Wir haben hier aber das Ganze mit Copy in Data reingeschrieben und überarbeiten jetzt hier einmal mit if is valid pixel, die immer noch hier unten irgendwo stand. Nein. Nein, die is valid pixel finde ich hier in der Ausgabe tatsächlich nicht. Die wird hier auch wieder so verarbeitet, wie wir das bei den anderen Algorithmen auch gesehen haben. Das sieht auch einigermaßen richtig aus. Und der Filterkernel, ich glaube, den müsste man überarbeiten. Ich glaube, der Filterkernel stimmt hier nicht so richtig. Und dann das Ganze mit Data zu machen, das ist ein bisschen schwierig hier unten. So, und Quent überarbeitet lustigerweise auch die Blur-Funktion, weil man die ja eigentlich hier groß geschrieben hat. Das sollte man nicht klein schreiben danach. Wie gesagt, die Schnittstelle zu überarbeiten ist beim Refactoren eigentlich was man überhaupt nicht machen sollte. Ja, Qwen nimmt sich den Algorithmus und schreibt ihn einfach. Lässt dabei alles, was nicht irgendwie super wichtig ist, komplett weg. Auch sowas wie eben Checks, ob wir schon am Rand angekommen sind, die fallen hier irgendwie weg. Wir haben dafür ein Resultat, wir haben dieses Round nicht mehr. Brauchen wir das Round überhaupt? Vielleicht brauchen wir das Round auch einfach gar nicht, vielleicht haben es deswegen ein paar weggelassen, das kann durchaus sein. Ich glaube ja. Aber grundsätzlich ist es nicht wirklich lesbarer geworden. So, was wäre jetzt mein Take dazu? Also das, was Gemini gemacht hat, ist ein absolutes No-No. Und das, was Qwen hier gemacht hat mit dem Blur, ist auch nicht gut. Was die anderen gemacht haben, ist aber sehr interessant, weil wir die Ansätze kombinieren können. Wir können quasi uns raussuchen, brauchen wir die Round-Funktion jetzt wirklich noch, wenn so viele die weglassen, können wir die vielleicht tatsächlich auch weglassen. Funktioniert das dann noch? Wir können einfach diese verschiedenen Code-Fragmente reinnehmen und gucken, welches davon funktioniert eigentlich am besten und dann mit dem vielleicht weiterarbeiten, beziehungsweise dann Kleinigkeiten austauschen und da dann jeweils sagen, okay, refactor mir das, refactor mir das, refactor mir das. Ich finde die Idee sehr, sehr charmant, dass wir das einfach über verschiedene Modelle dann auch probieren und die Ansätze der Modelle, weil die auch jeweils verschiedene Dinge sehr gut können, zu übernehmen. Gemini arbeitet an sich am drastischsten anders wie die anderen Modelle, habe ich das Gefühl. Gerade die Open-Source-Modelle sind hier relativ ähnlich, als wären sie auf denselben Daten irgendwie trainiert worden. Gemini wirkt anders. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, ihr merkt, was ich meine. Und damit kommen wir zum Sahnehäubchen der Tests. Und ihr seht es hier schon, ich habe eine unfassbar lange Codebase reingegeben mit dem Prompt, dass es mir bitte rausfinden soll, wo genau in meinem Code dieser Fehler ist. Und das wird jetzt sehr, sehr interessant werden. Mal gucken, ob ich es überhaupt laufen lassen kann. Denn ja, diese Codebasis ist 16. Oh ja, es hat tatsächlich funktioniert. Hui. Okay. Ist 16.044 Zeilen lang. Und ja, wir sehen hier, das funktioniert auf keinem der Modelle, weil wahrscheinlich einfach das Ganze nicht funktioniert. Das ist schade, das kommt aber vielleicht dann relativ bald. Ja, insofern, was wäre meine Empfehlung für euch? Ich würde euch tatsächlich nicht ein Modell empfehlen. Ich würde euch wahrscheinlich aktuell eine Kombination aus einem der Open-Source-Modelle plus eigentlich alle drei dieser Modelle hier empfehlen. Also quasi, wenn ihr so wollt. Ui. Ui, ui, ui. Okay, huah. Ja, lassen wir das. Ich würde euch eigentlich eine Kombination aus diesen Modellen empfehlen. Sorry, das hat rausgeschnitten. So, das würde ich euch empfehlen, wenn ihr am Entwickeln seid und tatsächlich vielleicht nicht unbedingt die Features wie Web oder sowas braucht, was man ja beim Entwickeln eigentlich nicht unbedingt braucht, macht es Sinn, eine Kombination aus den ganzen KI-Modellen zu verwenden und dann einfach abwechselnd zu fragen oder abwechselnd zu schauen, was die jeweiligen Modelle eigentlich sagen. Denn sie haben alle ihre Schwachstellen, haben wir jetzt auch bei GPT-4o gemerkt, sie haben aber auch alle ihre Stärken, wie zum Beispiel GPT-4o, das als einziges die harte Programmier-Challenge lösen konnte.
Ich glaube, wenn wir eine Kombination aus diesen ganzen Modellen verwenden, dann kriegen wir da am besten ein Gefühl dafür, welches Modell wo drin gut ist und können uns aus jedem der Modelle vielleicht immer den Ansatz rausklauen, der uns am besten gefällt. Und damit könnte es dann sein, dass wir in der Softwareentwicklung dann doch am besten was reißen. Wie gesagt, aber es gilt immer, achtet darauf, dass ihr keinen Code eingebt, der irgendwie sensibel ist. Ihr solltet keine Geschäftsgeheimnisse mit diesen Tools, mit generell keinem KI-Modell teilen. Falls ihr das wirklich müsst, dann kann ich euch eigentlich nur ein self-hosted Modell empfehlen, wo ihr dann erstmal selber einen Server organisieren müsst. Denn die anderen sind nicht stark genug oder, naja, nutzen halt eure Daten. Anders geht's einfach aktuell nicht. Aber insofern, ich glaube, so kann man wirklich seine Produktivität am besten erhöhen. Und deswegen vielen, vielen Dank nochmal an ChatHub, dass ich dieses Tool vorstellen durfte, dass ihr einfach auch so viele hier einfügt. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht kriege ich ja irgendwann demnächst ein paar nur auf Code feintrainierte Modelle für euch in ChatHub drin. Dann werde ich die auf jeden Fall natürlich auch nochmal benchmarken. Das ist so das, was ich vermute, was jetzt dann demnächst wirklich kommt. Gerade wenn wir über AI-Agents sprechen. Gut, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Ich weiß, es war nicht so ein langer Benchmark wie sonst, aber ich glaube, er war dafür ein bisschen detaillierter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir auf jeden Fall Feedback, auch zu dem neuen Layout. Denn dieses neue Layout hier, das ja, macht einiges natürlich anders auf meinem Kanal auch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, was euer Feedback ist zu den jeweiligen Modellen und wie ihr die dann auch benutzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.